Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und wir sind hier in der Produktionsstätte von Škoda in Mladá Boleslav und wir stehen vor der Component Production. Denn wir gucken uns heute die Batterieproduktion für die MEB-Plattform an und gehen durch die gesamte Produktionshalle und ihr könnt eine Reise vom Anfang bis zum Ende mit mir gemeinsam erleben. Auf geht's! Wir sind im Komponentenwerk für die MEB-Plattform und da hängt auch eine, wo ihr sie einfach mal komplett sehen könnt. Bei mir sind 3 Leute von Škoda und ihr wollt alle ja Nummern sehen. Da sind sie. Wenn das Werk auf 100% läuft und alle Teile da sind, und wir wissen, momentan sind nicht alle Teile verfügbar, keinem Autobauer geht es besser, dann kann das hier vom Band laufen. Ja, hier startet die Batterieproduktion. Hier sind die Carrier mit den Batteriesystemen. Die werden dann hier verladen auf die entsprechenden Lines, wandern dann darüber und gehen von hier dann auf die Reise zur Produktion, der wir jetzt Stück für Stück folgen werden. Das sind meine 3 Begleiter übrigens, der Pressesprecher und 2 hier von der Produktion. Für uns geht es jetzt nach oben, denn ja, wir dürfen die ganze Produktion sehen. Ich weiß natürlich nicht, was am Ende im finalen Video übrig bleiben wird. Teile werden sicher noch herausgeschnitten, aber warten wir es mal ab. Ja, dann gehen die Module hier weiter. Da vorne seht ihr ganze Reihen von Modulen auf den Förderbändern und wir folgen dem Weg der Batterie weiter durch die Halle. Hier arbeiten übrigens knapp 350 Leute, 100 davon sind in der MEB-Batteriefertigung. Von dort kommen die Batterien und jetzt gehen sie hier über diese dort mit den roten Plastikstreifen versehenen Lifts nach unten, 3 Stück in der Reihe, um dann direkt weiter automatisch verarbeitet zu werden. Von dort kommen die leeren Batteriekästen, gucken wir uns gleich vorne nochmal an und gehen dann da in die erste Maschine rein. In dieser ersten Maschine wird der sogenannte Gap Filler gepresst. Gap Filler seht ihr hier. Das könnt ihr euch vorstellen wie bei eurem Computer zwischen Prozessor und Lüfter. Das ist quasi eine Thermoflüssigkeit, die jedes Modul zur perfekten Wärmeübertragung nochmal von unten beschichtet. Das Modul wird reingepresst, dann sind mindestens 95% der Oberfläche bedeckt. Da hinten seht ihr auch Beispiele. Und dadurch kommt dann die Wärme der Module hier unten in die Kühlschicht von dem Ganzen wesentlich besser an. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz die Maschine hier an, damit ihr das auch gesehen habt. Das hier sind die angelieferten leeren Batteriekästen, die von da hinten kommen. Und diese Maschine hier, da stehen 3 in dieser Reihe und 3 noch da hinten in einer anderen. In jeder Maschine wird von diesen Robotern diese thermale Flüssigkeit appliziert und dann pressen 2 andere da hinten jeweils immer 2 dieser Module hinein. Und so zieht sich das dann nach da hinten. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum läuft denn hier diese Produktionslinie nicht, das seht ihr da drin. Es ist eine sogenannte Maintenance Shift, das heißt eine Wartungsschicht, wo die Anlage überholt wird. Darum läuft sie gerade nicht. Aber diese Linie produziert alle 66 Sekunden eine komplette Enyaq-Batterie und kann bis zu 1020 Batterien pro Tag herstellen. Nur eben, jetzt gerade nicht Maintenance Shift. Ist aber auch gut, so können wir nämlich an den einzelnen Stationen viel mehr sehen, weil sich nichts bewegt. Wir stehen hier an einem Handarbeitsplatz. Hier werden die Module verschraubt. Dort sieht man dann auch die Schraubergebnisse. Und wusstet ihr, die bewahren sämtliche Daten aller Schraubvorgänge 15 Jahre lang auf. Jawohl, jeder einzelnen Schraube, genau den Schraubprozess, um nachweisen zu können, dass hier in der Produktion alles richtig gelaufen ist.
Wir folgen dem Weg der Batterie weiter. Ihr seht ja jetzt, wir haben jetzt da ein Modul mit Batterie, mit Thermalpaste unten drunter und diese Batterie läuft noch weitere Schritte durch diese Anlage. Die Batterien laufen dann von hier hinten zu Station 250. Das ist eine Prüfstation. Da wird überprüft, dass kein Potenzial von irgendeiner verbauten Batterie, also von einem Modul an der Wanne anliegt. Weil das wäre sackgefährlich für die Mitarbeitenden, die dann hier in der Handarbeitsstation, die nachfolgt, an der Batterie arbeiten. Hier, das ist die Station, wo das Gehirn, ihr erinnert euch vielleicht an die Kästen von eben, hier entsteht das Gehirn eurer Batterie. Gebaut wird von links nach rechts, da hinten kommen die fertigen Einheiten raus, die dann hier stehen. So sehen die aus. Anfassen ist definitiv nicht sinnvoll. Dort diese drei Teile, das ist das Gehirn unserer Batterie. Ganz rechts der Controller und dann Plus und Minus. Seite. Sie nennen es E-Box. Dieses Teil sorgt dafür, dass unsere Batterie richtig funktioniert. Werden alle hier gebaut. Da drin ist übrigens auch die Sprengpatrone im Falle des Unfalls, die sofort den Hochvoltkreis trennt. Das machen Sie hier an dieser Line. Die E-Boxes in die Batterie verbaut werden. Also die Plusbox, die Minusbox und das eigentliche Gehirn. Sind die dort verschraubt worden, wandert die Batterie weiter hier hinein. Hier wird jetzt der nach außen gehende Hochvoltanschluss angebracht. Der sieht so aus. Das passiert in dieser Maschine, sodass wir dann am Schluss hier diese Box haben, die dann hier hinkommt in den nächsten Arbeitsplatz, wo jetzt in der Mitte alles verlegt wird in dieser Maschine. Und hier ist jetzt bereits an der Station fast alles erledigt, was nötig ist, um die Hochvoltbatterie anzuschließen. Hier kommen jetzt nur noch die letzten Schrauben rein, die die Batterie dann da innen drin wirklich aufklemmen. Hier werden weitere Innenstränge gelegt, weitere Kabel angeschlossen. Übrigens, das hier ist der Luftausgleich für das Gehäuse. Zum Beispiel, dass ihr bei starken Bergfahrten keine unterschiedlichen Druckniveaus bekommt. Und das fertige Ergebnis sieht dann am Ende so aus, wie ihr das hier seht. Sind zwei Handarbeitsstationen, wo das wieder gemacht wird. Ist das nicht unglaublich faszinierend, wie so eine Batterie hier Stück für Stück gebaut wird? Von dort wandern die Batterien dann hier weiter. Ihr seht, wie hier auf Ergonomie geachtet wird. Die Batterie wird gedreht, damit der Mitarbeiter, der dann von hier die Kabel nimmt, direkt einfach an der Batterie arbeitet. Ich habe hier so ein Kabel und seht ihr den QR-Code hier? Und da ist der Scanner dazu. Das wird hier alles eingescannt und in das digitale File oder die digitale Akte eures Fahrzeugs abgelegt. Skoda kennt wirklich jedes einzelne Bauteil beim Namen, das bei euch verbaut ist. Dem ist nichts unbekannt. Die können alles zurückverfolgen bis zum Ursprung, wo es hergekommen ist. Ganz wichtig, falls mal Probleme auftreten sollen. Hier ist der Batterieprüfstand und man kann sagen, die Erweckung der Batterie zum Leben. Hier kommt sie von, wo wir vorhin waren, bei der Montage an und wird auf Herz und Nieren durchgetestet. Jede Batterie, die von hier weiter wandert, ist definitiv zu 100% getestet und in Ordnung. Weil wir reden ja hier jetzt nicht von irgendeiner kleinen Mignon-Zelle, die ihr zu Hause in einer Taschenlampe habt. Das ist was Gefährliches. Wenn das nicht 100% sicher ist, dann darf das nicht verbaut werden. So, da fährt jetzt eine getestete Batterie zu den nächsten 3 Robotern. Und die bringen jetzt 2 Reihen Dichtmittel auf den Kasten auf, wo nachher oben der Deckel drauf gesetzt wird. Das ist nicht die einzige Dichtung, da ist natürlich auch noch eine Gummidichtung. Das ist wie bei dem Hochvoltanschluss an der Batterie. Einfach nochmal doppelt Sicherheit. Ihr seht also, die Hochvolt-Batterie ist nicht nur absolut sicher gebaut und durchgecheckt, da steckt in jeder Kleinigkeit eine Überlegung drin. Wir sind zwar hier am Ende vom Verschraubprozess, aber weil hier jetzt gerade auch eine Verschraubung trotz Maintenance stattfindet, starte ich rückwärts. Ich zeige euch den Anfang von den Schrauben auch noch. Hier wird jetzt außen an der Kante der Deckel wirklich auf den Rahmen verschraubt. Das ist eine ganz spezielle Methode, denn unterhalb in dem Rahmen sind keine Gewinde. Das heißt, noch keine Gewinde. Denn dieser Roboter, und das seht ihr jetzt, zack, ihr seht, die Schraube ist drin. Der rotiert die Schraube mit 5000 Umdrehungen. Dabei wird das Aluminium heiß.
Die Schraube dreht sich ihr eigenes Gewinde und dann zieht er sie ganz lässig mit 8 Newtonmetern an und danach ist ein Gewinde unten drin. Ja, er braucht für eine so eine Verbindung ungefähr eine Sekunde oder sowas. Unglaublich faszinierend zu sehen. Das ist der letzte Schraubvorgang an der Batterie. So, wir gehen jetzt noch zum Anfang vom Verschrauben, damit ihr auch seht, wie die anderen Schrauben reinkommen, weil einmal rundum, da gibt es übrigens noch weitaus mehr von den Anlagen, ist natürlich nicht alles, was geschraubt wird. Eigentlich beginnt die Verschraubung hier vorne. Und zwar kommen die Batterien, wie ihr sie eben gesehen habt, von da hinten. Hier wird der Deckel draufgelegt, das ist der Roboter hinten, der so hoch steht. Und dann werden hier die Schrauben eingebracht. Und zwar zuerst die in der Mitte, die 4, die ihr hier seht. Diese dicken, womit nachher die Batterie auch an die Karosserie gemacht wird. Auf dem Band, wo die Batterie jetzt reinfährt, werden dann hier die Seitenschrauben für die einzelnen Module angebracht. Und dann kommt das, was wir jetzt zuerst gesehen haben, die Verschraubung hier außen. Und damit ist die Batterie von der einen Seite schon zu. Aber wir wissen ja, die Batterie hat 2 Seiten. Es gibt ja noch ein unten drunter und da gehen wir jetzt hin. Ich schwenke noch mal kurz rüber. Hier die Verschraubung. Da hinten waren die Maschinen, die den Rahmen geschraubt haben. Dann kommen die Batterien hier an. Die werden da vorne umgedreht. Da seht ihr jetzt das Kühlsystem oben liegen. Und hier in dieser Station wird jetzt dieses Blech drauf gebaut. Das ist das untere Blech der Batterie. Das seht ihr so noch nicht unter eurem Enyaq in nackt. Das ist auch noch mal mit einem Plastikschutz versehen. Aber hier könnt ihr einen Einblick in die Kühlrippen, in das Kühlsystem haben und wie der untere Deckel auf die Batterie kommt. So, da seht ihr, ist der Unterfahrschutz oder der untere Deckel, wie ich sagen würde, drauf. Der ist auch schon befestigt, aber das reicht natürlich nicht. Er wird hier nochmal mit der gleichen Technologie wie der obere Deckel befestigt. Und danach hält der wirklich bombensicher eben. Aber reversibel, man kann es trotzdem aufmachen. Das Ding schneidet sich sein eigenes Gewinde. Vielleicht ist es für den einen oder anderen Technik-Nerd von euch völlig normal, dass sowas geht. Für mich jedenfalls nicht und ich finde es ziemlich faszinierend zu erfahren, was man so alles in der Fertigungstechnik machen kann. Hier können wir es uns noch mal ein bisschen im Detail angucken an diesen Demonstrationsobjekten. Das ist das Kühlsystem hier, also hier innen drin. Und natürlich auch die Heizung unserer Batterie ist eine fertige Komponente. Das ist der Unterbodenschutz, den wir eben gesehen haben. Hier ist Luft zwischen und das Ding ist richtig robust. Wenn wir hier rüber noch mal reingucken von der anderen Seite, dann sehen wir hier das Dreibond, oder? Das ist das, was hier in Blau ist, was nochmal zum Feuchtigkeitsschutz neben dem Schaumstoff dahinter dient. Und ja, dann haben wir hier eine nahezu fertige Batterie. Hier sind wir beim Batterieprüfstand hinsichtlich Druck. Also, wie dicht ist der Batteriekasten? Und zwar wird hier geprüft auf Überdruck und Unterdruck, also dass wirklich nichts, aber auch nichts aus der Batterie rauskommt und nichts, aber auch nichts wirklich reingehen kann. Dafür gibt es 2 Messstellen an dieser Batterie, die das ganz penibel und genau messen. Und vielleicht haben wir jetzt hier auch das Glück, dass in dem Maintenance-Zyklus hier jetzt ein Test stattfindet und wir das vielleicht sehen können. So, ich musste schnell die Seite wechseln, weil von hier kann man es besser sehen. Ihr seht vorne mit den 2 gelben Abdeckungen den Kühlanschluss. Und jetzt beginnt der Test hier. Sowohl vorne als auch hinten wird ein Test stattfinden. Der läuft jetzt eine gewisse Zeit, das filme ich nicht durch. Und danach wissen wir, ob diese Batterie absolut dicht ist. Und dann sind wir am Ende der Batteriefertigungsstraße angekommen. Hier findet der letzte Funktionstest, der End-of-Line-Test statt. Hier wird die Batterie nochmal elektrisch getestet. Hier wird auch das Laden getestet. Die Batterien, wenn sie angeliefert sind, die haben so 10–14% drin und bekommen dann hier nochmal gut 10% drauf, damit sie nämlich auch durchhalten, bis das Fahrzeug fertig gebaut ist und denen nicht irgendwo hier im Werk der Saft ausgeht. Weil das wäre natürlich ganz schlimm, wenn die Batterie leer wäre und das Auto nicht fertig gebaut werden kann. Ja, das war die Rundtour durch die Batterieproduktion für die MEB-Plattform, für unsere Škoda Enyaqs hier in Mladá Boleslav im Komponentenwerk. Jetzt gilt es nur noch, die Batterie da hinten über den Lift ins Lager zu bringen. Da gehen wir jetzt auch noch mal kurz hin. Aber im Prinzip habt ihr die gesamte Fertigung sehen können. Und am Ende liegen die Batterien hier, sofern sie noch nicht verbaut wurden.
Ja, das sind alles MEB-Batterien. Und ja, ich weiß, draußen hat es ein paar Zuschauer, die sich jetzt fragen, ist da meine dabei? Ja, vielleicht sogar. 3000 Batterien passen hier rein. Ihr habt ja eben gehört, die Anlage kann circa 1000 Batterien am Tag fertigen. Aber es gab eine kleine freie Fläche. Und auf dieser freien Fläche entsteht noch eine Produktionsanlage für weitere 500 am Tag. Das heißt, dieses Lager fasst am Ende nicht mal die Batterien von 2 Tagen Produktion. Deswegen gehen Sie da auch immer ganz schnell auf die Reise zum Werk, damit Sie endlich in eure Enyaqs kommen, auf die ihr schon so lange und so sehnsüchtig wartet. Wenn das mal nicht eine eindrückliche Reise durch die MEB-Batterieproduktion war. Ich konnte hier wählen, möchte ich die Produktion vom Enyaq sehen oder möchte ich die Batterieproduktion sehen. Für mehr ist nicht viel Zeit geblieben. Wir waren da jetzt 2 Stunden drin und beide Sachen gingen nicht beim ersten Besuch. Und da habe ich mich für die Batterie entschieden, weil Autoproduktion, hey, das könnt ihr an so vielen Videos sehen, aber das fand ich einen sensationellen Einblick. Und das ist ja letztlich auch das, was unsere Autos speziell macht. Ich hoffe wirklich, dass dir das gefallen hat, was du hier jetzt sehen konntest über deine MEB-Batterie. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn du schon mal da bist, dann lass doch auch ein Abo für den Kanal da. Dafür wäre ich dir sehr dankbar und das Abo ist ja bekanntlich kostenlos. Wenn deine Unterstützung noch weitergeht, dann findest du unter dem Video einen PayPal-Link, da kannst du mir eine kleine Spende zukommen lassen. Oder nutze das Super Thanks von YouTube, das ist das Herz mit dem Dollarzeichen unter dem Video. Im Gegenzug, hast du sicher schon bemerkt, sage ich auch jedes Mal, ist die Werbung auf dem Kanal deutlich reduziert. Du kannst alle Videos an einem Stück durchgucken und nervige Overlays gibt es auch nicht. Und in den meisten Videos ist nicht mal irgendein Sponsor erwähnt. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dahin bleib energiegeladen.